voll der In Flames Song. Irgendwie das Riff, so irgendwie auch die Atmosphäre vom Song mit diesem eingängigen Chorus, aber schön also schön driven nach vorne so. Finde ich irgendwie, keine Ahnung, war für mich immer Working Title In Flames. Working Title In Flames. Hattet ihr so, ne? Ich empfinde es tatsächlich nicht so. Mhm. Weil In Flames ja zum einen weder sagenlastig, geschichtenlastig sind. Gut, so, die Lyrics kannte ich ja noch gar so nicht. von dem und auch von dem Hören. Ja. Also es ist einfach ein mega Ohrwurm, habe ich gesagt. Als du das gespielt hast, habe ich gesagt, wow, neben The Beast is Lurking ist der so, der geht sofort ins Ohr, ins Bein. Ja, sehr Und catchy. genau, also so ein bisschen so auf den Punkt auch. Ja. Alles so und da freut man sich drauf. Ja. Und es warte ja der Wunsch auch ein bisschen da, Mensch, wir freuen uns so über eure Sagen. Gibt's da noch was? Und wir waren ja am Kyffhäuser, Barbarossa-Höhle. Und sag ich, eigentlich ist das ja auch eine tolle Sage. Machen wir das doch mal. Ja, der Und Song so. von König Barbarossa. Richtig. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht, den zu komponieren. Ja, musikalisch eine sehr Mittempo groovige Nummer. Irgendwie, das war so Anfang des Jahres, wo ich mich mit meiner Gitarre hingesetzt habe und allen Ideen freien Lauf gelassen habe. Und ich habe auf der sehr tief gestimmten Gitarre 3 Songs mit zugesteuert. Und ich war irgendwie so auf dem Trip doch sehr in die doch Metal-inspirierte Sache, auch auf der akustischen Gitarre ein bisschen was zu machen, nachdem wir dann auch das eine oder andere Heavy-Metal-Cover gemacht haben. Hat das so Spaß gemacht und da entstanden so diese Riffs, die eigentlich ganz untypisch für die akustische Gitarre sind und finde, das macht Spaß. Oder? Ja, war für mich echt so ein Ding, okay, von vorne bis hinten muss der stampfen. Das muss so ein absolut tanzbarer, schöner, groovy Matzes Song sein, Lieblingssong so. auch. Matze Ja. sagt, der sticht für ihn ganz besonders heraus. Hat er ja auch. Auch hier dieser Mittelpart. Ja, das ist cool. Ja, und das ist auch sowas, als wir dann Jens Komnick, der ja nun ein absoluter Folky ist und eigentlich mit dieser Musik nicht wirklich viel Berührungspunkte hat und wir ihm dann die Songs geschickt haben, gesagt haben, Jens, wir hören hier und da auch mal so Elemente, dass das so aufgreift und so, wo man dann so dachte, was sagt er denn dazu, wenn er das hört? Und es kam dann irgendwann dann auch immer so ein Zwischenstatements zurück und sowas, dass er uns sehr dafür dankt, diese doch musikalisch für ihn Exkursionen immer wieder, er würde so viel davon lernen und das hört man doch dann tatsächlich gerne. So vielen Dank, lieber Jens, dafür, dass du für diese Schandtaten immer wieder bereit bist. Ja. Klingt ja auch immer total zauberhaft, wenn das dazu kommt. Ne? Ja. Aber ich hatte wochenlang dein Beat im Ohr. Deine Akzente, so das sofort abrufbar für mich im Kopf, wie du das eingespielt hattest. Und ich dachte, yay, das matcht. Das wird schön. Ja. Es ist tatsächlich ganz cool nochmal an diesem, weil, also ich bin halt viel so als Drumset-Spieler halt auch so beschäftigt unterwegs und so, aber da tatsächlich dieses Percussion-Kit zu haben, ist auch Songwriting-technisch oft total spannend, weil du halt tatsächlich mit dem Percussion-Setup ganz anders Akzentuierungen machen kannst. Also auch tatsächlich so sehr melodisch spielen kannst mit den Bongos, mit der Djembe. Das ist tatsächlich auch so ein Groove, wo das sehr auffällt. So, dass man irgendwie sehr schön songdienlich Akzente setzen kann mit diesen Klangfarben, mit diesen perkussiven Klangfarben. Ja. Und wie kräftig es dann auch nachher in der Produktion klingt, dass man gar nicht manchmal denkt, das ist jetzt nur ein Percussion-Set. Es klingt irgendwie anders, aber es klingt größer, als es aussieht. Das ist immer so meine Wahrnehmung dann nachher davon. Ne? Ja. Sehr cool, sehr unique. Das Licht der Welt erblickt, Entschuldigung aufgeschlossen. Vor der Tür tobt ein bitterer Krieg, empfacht nur Furcht und Sorgen. Ich weiß noch, du hast es mir vorgespielt
Und ich habe was zu dir gesagt, erinnerst du dich noch? Ja, also unser Sorgenkind war der Song. Also Melli hat gesagt... So will ich es nicht sagen. Melli hat gesagt, nein, da kommt nichts mehr zu, der bleibt mit deiner einzigen Gitarre so und sonst passiert da nichts. Ja. Also nichts weiter dazu, ne? Ja, also ich glaube, mich zu erinnern, gesagt zu haben, wow, was hast du da mit der Geschichte alles erzählt? Mein ganzer Körper war voll mit Emotionen und Bildern und Geschichten und für mich war es tatsächlich so wie Melanies Theme. Also es war wirklich für mich so, dass ich gedacht habe, wow, das braucht nichts. Das kann ich mir anhören und das ist fertig. Mhm. Aber du hast dich mit Händen und Füßen gewehrt und hast gesagt, nein, das möchte ich nicht. Und ja, dann haben wir, so ist das auch mit dem Songwechsel passiert, dann ging mir einfach so durch den Kopf, wir alle haben ja Menschen um uns, die letzten Jahre durch Krieg oder sonstige Nöte ihr Heimatland verlassen mussten. Und es ist ja auch im letzten Jahr wieder gewesen, dass unglaublich viele Menschen vor den Küsten Europas sterben und das irgendwie so eine Normalität hat. Also ich erinnere mich, als dieses Bild von dem toten Kind durch die Presse ging, gab es einen riesen Aufschrei und 5 Tage später war es gefühlt irgendwie wieder weg. Also hat man das Gefühl, sagen alle Leute nur, ja, aber 2015 darf sich nicht wiederholen. Und ich kann gar nicht richtig beschreiben, ohne losweinen zu müssen, wie furchtbar ich das finde, weil wir reden hier über Menschen und ich bin der tiefen Überzeugung, dass alle Menschen auf der Welt gleich sind, die gleichen Bedürfnisse haben. Wir unterscheiden uns sicherlich kulturgeprägt, traditionsgeprägt, alle diese Dinge. Aber dennoch kann man doch nicht einfach sagen, wir lassen die Menschen, Kinder, Frauen einfach ertrinken, weil die hätten ja nicht losziehen müssen. Und so war das eigentlich genau das, was mich berührt hat, diese Traurigkeit in der Melodie, in Erinnerung an die vielen Menschen, die vor den Küsten sterben, auf das hoffentlich die Welt bald ein Einsehen hat, dass genug Platz ist überall auf der Welt und wir nur gemeinsam, wenn wir zusammen denken und uns gegenseitig helfen, hat die Welt eine Chance und die Menschen eine Chance. Das hoffe ich und ja, deswegen ein stummer Schrei. Ja, wo ich Sorgenkind anfangs gesagt habe, wir waren uns nicht immer einig, wo geht es hin mit dem Song. Wie Melli schon sagte, der erzählt von der Gitarre alles. Das ist natürlich ein ganz fantastisches Kompliment. Aber wenn man eine Songidee hat und man spielt sie und man hat gewisse Visionen, was da alles passieren kann und der Song könnte tatsächlich auch ein E-Gitarren-Solo vertragen und der Song, der könnte sich so schön aufbauen und das waren so meine Visionen und wo ich sagte, nein, doch nicht nur meine Gitarre alleine, da höre ich Gesang, da höre ich eine schön gesungene Parts darüber. Es war für mich ein richtiger Song, eigentlich basierend auf einer sehr einfachen Gitarrenmelodie, sehr einfaches Thema, was eine gewisse Traurigkeit und eine gewisse Sehnsucht, vielleicht wenn man das irgendwie beschreiben müsste, in sich hatte. Und wir haben es dann nachher dann einfach so gemacht. Ich glaube, ich habe auch einfach mich da nicht von abbringen lassen wollen und bin auch nach wie vor super happy mit dem Endergebnis, mit dem doch sehr emotional, also dem emotionalsten Text mit auf dem Album und der schweren Thematik und doch den tollen Melodien und eigentlich auch der tollen Instrumentierung, die sehr minimalistisch gehalten wurde. Du hast ein richtiges Drumkit tatsächlich dann zum Schluss sogar auch gespielt. Und Lars hat einen schön tragenden Fretless Bass gespielt. Die Gitarre, das E-Gitarren-Solo, was ein bisschen größer, so ein heroisch angehauchter ist für den Part. Auch ein recht langer Song mit knapp 8 Minuten geworden. Und sicherlich also einer auch der emotionalen Höhepunkte für mich, somit auf der ganzen CD.
Elisabeth, die Erste, hat uns zu dem Song inspiriert. Ich finde einfach ihre Geschichte unglaublich faszinierend. Ich finde Geschichte was Tolles. Ich finde das faszinierend irgendwie, wenn Menschen in diesen Zeiten, die ja sicherlich nicht ganz einfach waren, so völlig anders waren. Und der Mythos um diese Frau ist ja unfassbar groß. War sie überhaupt eine Frau? Ist sie mit 6 gestorben und irgendein Dienstbote wurde aufgezogen? Und all diese Mythen um eine sehr starke Frau, die in Zeiten, wo es selbstverständlich war, verheiratet zu sein und Kinder zu haben, sich ganz bewusst dem Volk und ihrer Aufgabe gewidmet hat. Und das finde ich einfach ein schönes Thema, um darüber einen tollen, heroischen Song zu schreiben. Ja, doch. Keltisch ist auch so das Stichwort. Wer das Oblivion Tales Album kennt, erinnert sich vielleicht an den Song The Horseshoe, und er schlägt von seiner Art in die ähnliche Bresche eigentlich rein. Ist sehr, sehr irisch, sehr keltisch, deswegen natürlich auch sicherlich sehr tragend, Jens Komnick-lastig, der mit seinen ganzen keltischen Instrumentenwagen quasi angereist kam. Also er kam nicht zu uns gereist, ich habe das symbolisch versucht zu beschreiben. Und der Song hat mir so von Anfang an auch richtig gut gefallen. Also ich mochte, gerade so als die Vocals dann dazu kamen, mochte ich die Atmosphäre einfach sehr. Den Chorus mag ich sehr gerne, und ich finde es halt auch cool, wie gesagt, das hatte ich vorher schon einmal gesagt, das ist im Grunde wie, als wenn man so einem musikalischen Hörspiel lauscht. Also so richtig so einer Geschichte, die erzählt wird. Ja. Was man sich so schön anmacht, ne? Irgendwie einen coolen Song hört, aber gleichzeitig irgendwie so eine epische Geschichte erzählt bekommt. Ja, also was den Song irgendwie auch, er hat diese verschiedenen Elemente. Also er wurde auch aus unterschiedlichen kompositorischen Ideen zusammengeführt letztendlich. Also das Intro kam später als Intro dazu, war eigentlich so ein Thema, was allein für sich stand, was ich auf der Gitarre hatte, was mich irgendwie so ein bisschen auch so score-technisch an Filmmusik erinnern könnte, wenn es jetzt zum Beispiel von einem ganzen Orchester gespielt würde, dieses Thema, könnte das irgendwie eine gewisse Art visionelle Filmmusik irgendwie auch sein. Hat Lars übrigens wieder einen Rickenbacker gespielt, wieder Stilbruch eigentlich, für so eine doch recht folkige Nummer, so ein edgy Basston zu haben. Aber das sind so diese Gegensätze, die dann wieder irgendwie ein eigenes Klangbild ergeben. Das ist ganz, ganz fantastisch. Also bin ich auch sehr happy mit. Mhm. Gewünscht, mal einen A-Cappella-Song zu machen, weil ja, es bietet sich ja an, also es ist ja immer fantastisch mit Martin zu singen, und es ist dann auch ganz fantastisch, als Simon die ersten Wege auf der Bühne fand und gesagt hat, doch, ich singe, glaube ich, mal ein paar Stimmen. Das habe ich so gefeiert. Das waren ja Streaming-Konzerte. Ich glaube, das war eines der ersten Konzerte, wo ich dann das Mikro rangeholt habe und dann aber doch nicht gesungen habe. Ja. So, ich dachte, okay. Aber ich erinnere mich, also im Streaming-Konzert, es war so super. Und dass ich dachte, ja, das ist es auch dann. Wenn Simon wirklich noch mitsingt und wir Matze dabei haben, dann möchte ich einfach so einen Song gern schreiben. Das ist auch genau die Ergänzung fürs Album, für mich, was da die passende Geschichte erzählt, was auch so erzählt, was musikalisch uns umtreibt, was uns berührt. Und wir sind nach Dänemark gefahren. Mhm. Und die Melodie verfestigte sich in meinem Kopf. Und am Strand, ja, wie man dann so ist im Urlaub, ne? Voller Liebe. Und so ist Wholeheartedly.
Ich denke, der erzählt alles, was so braucht man, glaube ich, nicht weiter erklären, worum es geht. Definitiv für mich der emotionalste Song und definitiv auch, ich will sagen, der schönste Song, weil er ganz besonders ist und weil es nur wirklich auch Gesang ist. Es ist kein Instrument dabei und Melly hat den ganz alleine geschrieben und hat die Melodie gesungen und man fühlte sich gleich auch zu Hause in den irischen Klängen, in den keltischen Klängen und eigentlich ein sehr schöner Abschluss dieser Das Album beginnt mit nur Vocals und endet mit nur Vocals. Zu Recht. Ja. Viel A Cappella. Der Kreis schließt sich. Ja. I love you unconditionally, unconditionally.